Es ist spät in der Nacht. Die Stadt ist ruhig. Die Lichter draußen sind schwach und viele Menschen schlafen schon. Aber ich sitze noch im Büro. Alleine. Vor mir ist mein Laptop. Zahlen, Tabellen, Gewinne, Verluste. Mein Leben passt in diese Zahlen. Ich starre auf den Bildschirm, aber ich fühle nichts. Kein Stolz, keine Freude, nur Druck. Kennst du das? Immer mehr Druck. Ich bin Geschäftsführer. Ich habe viel erreicht. Ein großes Büro, ein gutes Einkommen, Respekt von anderen. Viele würden sagen, ich habe es geschafft. Aber wenn ich ehrlich bin, fühlt es sich nicht so an. Es fühlt sich nie genug an. Wenn ich ein Ziel erreiche, denke ich sofort an das nächste. Wenn ich mehr Geld verdiene, will ich noch mehr. Es hört nicht auf. In meinem Kopf ist nur ein Gedanke. Du musst weiter. Du darfst nicht stehen bleiben. Mein großes Ziel ist klar. Die Million. Ich bin nah dran. Sehr nah. Und ich sage mir jeden Tag, wenn ich das erreiche, dann bin ich glücklich. Dann kann ich endlich ruhig sein. Aber tief in mir ist es still, leer. Ich sitze hier in meinem Büro mitten in der Nacht und frage mich leise, warum fühlt sich Erfolg so leer an? Ich habe alles, was ich wollte, und trotzdem fühlt es sich an, als hätte ich nichts. Mein Tag beginnt früh, viel zu früh. Noch bevor die Sonne aufgeht, greife ich nach meinem Handy und sehe sofort E-Mails, Nachrichten und neue Probleme. Mein Kopf ist in Sekunden voll und ich habe keinen ruhigen Moment. Ich stehe auf, aber mein Körper fühlt sich schwer an, als hätte ich gar nicht geschlafen. Ich gehe ins Bad und schaue kurz in den Spiegel. Für einen Moment bleibe ich stehen. Meine Augen sehen müde aus und mein Gesicht wirkt leer. Ich frage mich leise, seit wann ich so aussehe. Aber ich drücke diesen Gedanken sofort weg, denn ich habe keine Zeit dafür. Unten wartet schon der nächste Termin und ich muss funktionieren. Im Büro ist alles laut und schnell. Menschen reden, Telefone klingeln und jeder will etwas von mir. Ich höre zu, ich antworte, ich entscheide, aber ich fühle nichts mehr. Es ist wie ein Film, der sich jeden Tag wiederholt. Zahlen, Druck und Erwartungen. Immer mehr Erwartungen. Zwischendurch sehe ich eine Nachricht von einem alten Freund. Er schreibt, dass wir uns lange nicht gesehen haben und fragt, ob wir uns treffen wollen. Ich lese es, aber ich antworte nicht. Ich denke, später. Wie immer. Am Abend sitze ich wieder allein im Büro. Alle sind gegangen, aber ich arbeite noch. Mein Kopf tut weh und meine Schultern sind schwer. Trotzdem mache ich weiter, weil ich mir sage, dass das der Preis für Erfolg ist. Doch tief in mir wächst ein leiser Gedanke. Was, wenn ich auf dem falschen Weg bin? Ich gehe noch einmal ins Bad und schaue wieder in den Spiegel. Dieses Mal länger. Ich sehe mich selbst, aber es fühlt sich fremd an. Als wäre ich ein anderer Mensch. Und leise sage ich, das bin ich nicht mehr. An diesem Morgen ist etwas anders. Ich wache auf, aber mein Körper fühlt sich schwer an. Meine Arme sind müde und mein Kopf ist leer und laut gleichzeitig. Ich setze mich langsam auf, aber mir wird sofort schwindelig. Für einen Moment sehe ich alles verschwommen. Ich halte mich am Bett fest und atme tief ein. Mein Herz schlägt schnell, viel zu schnell. Ich denke, vielleicht ist es nur Stress. Wie immer. Also stehe ich trotzdem auf. Ich ziehe mich an und gehe zur Arbeit, als wäre nichts passiert. Im Büro setze ich mich an meinen Schreibtisch und schaue auf den Bildschirm. Zahlen, E-Mails, Termine. Alles wie immer. Aber plötzlich wird mir wieder schwindelig. Meine Hände zittern leicht. Ich versuche ruhig zu bleiben, aber mein Herz schlägt laut in meiner Brust. Ich stehe auf, aber meine Beine fühlen sich schwach an. Für einen Moment habe ich Angst.
echte Angst. Ich gehe später zum Arzt. Er schaut mich lange an und sagt ruhig: Ihr Körper ist erschöpft. Sie müssen langsamer machen. Wenn Sie so weitermachen, wird es schlimmer, vielleicht sehr schlimm. Ich höre seine Worte, aber ich will sie nicht akzeptieren. In meinem Kopf denke ich nur an meine Arbeit, an mein Ziel, an das Geld. Ich bin so nah dran. Ich kann jetzt nicht stoppen. Ich verlasse die Praxis und gehe wieder ins Büro. Alles in mir sagt, dass ich aufhören soll. Aber ich ignoriere es. Ich sage mir selbst, ich habe keine Zeit, schwach zu sein. Es beginnt langsam, und ich merke es zuerst kaum. Ein Kunde sagt einen Termin ab, und kurz danach kommt eine E-Mail. Ein Vertrag wird gestoppt. Ich lese die Nachricht mehrmals und verstehe sie, aber ich will sie nicht glauben. Ich denke, es ist nur ein kleines Problem und arbeite weiter wie immer. Doch am nächsten Tag kommt die nächste Nachricht, und noch ein Kunde geht, und noch ein Projekt wird beendet. Mein Herz wird schwer, und ich öffne die Zahlen auf meinem Bildschirm. Sie sehen schlechter aus als sonst, und ich versuche alles zu prüfen und zu kontrollieren, aber nichts wird besser. Es wird immer schlimmer. Die Tage werden hektisch, und mein Team ist nervös, und alle fragen mich, was wir jetzt tun sollen. Ich versuche ruhig zu bleiben und sage, dass wir alles im Griff haben, aber in mir wächst Angst, und ich kann sie nicht stoppen. Nachts kann ich nicht schlafen und liege lange wach und denke nur an Lösungen, an Geld und an Verluste. Ich spüre, wie mir alles entgleitet, und ich habe keine Kontrolle mehr. Eines Morgens sitze ich wieder vor meinem Bildschirm und sehe, wie die Zahlen weiterfallen. Ich starre darauf und bewege mich nicht. Es fühlt sich an, als würde etwas in mir zerbrechen. Alles, wofür ich so lange gearbeitet habe, verschwindet langsam vor meinen Augen. Ich lehne mich zurück und atme tief ein und merke, dass es im Büro ganz still ist. Zum ersten Mal denke ich nicht daran, was ich tun kann, sondern nur daran, dass ich alles verliere. In meinem Kopf kommt eine neue Frage. Wenn alles weg ist, was bleibt dann noch von mir? Am nächsten Tag sitze ich wieder im Büro, aber diesmal ist alles anders. Es ist ruhig. Zu ruhig. Kein Telefon klingelt, keine E-Mails kommen rein, niemand klopft an meine Tür. Ich sitze einfach da und höre nur meinen eigenen Atem. Früher hätte ich mir genau diese Ruhe gewünscht, aber jetzt fühlt sie sich schwer an. Fast leer. Ich schaue auf meinen Bildschirm, aber ich habe nichts mehr zu tun. Keine Zahlen, die mich treiben, kein Ziel, das mich jagt. Nur Stille. Ich lehne mich zurück und schaue durch das Fenster. Die Stadt bewegt sich weiter. Menschen gehen zur Arbeit, Autos fahren vorbei, alles läuft wie immer. Nur ich stehe still. Zum ersten Mal seit vielen Jahren weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich nehme mein Handy in die Hand und schaue darauf. Kein Anruf, keine neue Nachricht. Früher war das mein wichtigstes Werkzeug. Jetzt liegt es einfach nur da. Still. Ich lege es langsam wieder weg. In meinem Kopf kommt eine Frage, die ich lange verdrängt habe. Wer bin ich ohne meine Arbeit? Ohne das Geld? Ohne den Druck? Ohne die Ziele? Ich habe keine Antwort. Und genau das macht mir Angst. Ich stehe auf und gehe langsam durch das Büro. Alles sieht gleich aus, aber es fühlt sich fremd an. Mein Schreibtisch, meine Unterlagen, die leeren Stühle. Es ist, als würde ich einen Ort sehen, der mir früher gehört hat. Ich setze mich wieder hin und spüre etwas, das ich lange nicht gespürt habe. Ruhe. Aber diese Ruhe ist nicht leicht.
Sie ist schwer und still. Und tief in mir beginnt etwas zu wachsen. Eine leise Erkenntnis, die ich noch nicht ganz verstehe. Ich verlasse das Büro und gehe nach draußen. Die Luft ist kühl und ich atme tief ein. Ich gehe langsam die Straße entlang, ohne Ziel. Zum ersten Mal habe ich keinen Plan, keine Termine, kein Druck. Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Also gehe ich einfach weiter. Nach ein paar Minuten komme ich zu einem kleinen Park. Ich setze mich auf eine Bank und schaue nach vorne. Menschen gehen vorbei. Einige lachen, andere sind still. Alles wirkt normal. Nur ich fühle mich anders. Neben mir spielt ein kleines Kind mit einem Ball. Es lacht laut und rennt hin und her. Für einen Moment schaue ich einfach nur zu. Dann bleibt das Kind stehen und sieht mich an. Es kommt ein paar Schritte näher und fragt: »Warum bist du traurig?« Ich bin überrascht. Ich sage nichts. Ich habe keine Antwort. Das Kind schaut mich weiter an. Dann lächelt es einfach und läuft zurück. Dieses kleine Lächeln bleibt in meinem Kopf. Ich sitze still und denke nach. Wann habe ich das letzte Mal so gelächelt? Ohne Grund. Ohne Druck. Ich erinnere mich an früher. An Zeiten, in denen ich noch nicht an Geld gedacht habe. An Momente, in denen ich einfach gelebt habe. Diese Erinnerung tut weh, aber sie fühlt sich auch warm an. Langsam verstehe ich etwas. Ich habe so lange versucht, mehr zu erreichen, dass ich vergessen habe, was ich schon hatte. Ich habe mein Leben immer nach vorne geschoben. Immer gesagt, später. Aber dieses später ist nie gekommen. Ich sitze auf dieser Bank und merke, dass ich etwas Wichtiges verloren habe. Und vielleicht ist jetzt der Moment, es wiederzufinden. Ich bleibe noch lange auf der Bank sitzen und schaue in den Himmel. Die Wolken ziehen langsam vorbei und alles wirkt ruhig. In mir wird es auch ruhiger. Zum ersten Mal seit vielen Jahren fühle ich keinen Druck. Ich denke nicht an Geld. Ich denke nicht an Ziele. Ich denke nur an mein Leben. An die Zeit, die ich verloren habe, an die Menschen, die ich ignoriert habe und an mich selbst. Ich stehe langsam auf und gehe weiter. Meine Schritte sind ruhig. Ich habe es nicht eilig. Ich spüre den Boden unter meinen Füßen, die Luft auf meiner Haut. Kleine Dinge, die ich lange nicht mehr gespürt habe. Früher war alles schnell, immer schneller. Jetzt ist alles langsam. Und es fühlt sich richtig an. Ich verstehe jetzt etwas, das ich lange nicht sehen wollte. Geld ist nicht das Leben. Erfolg ist nicht nur Arbeit. Erfolg ist, wenn du fühlen kannst, wenn du Zeit hast, wenn du wirklich da bist. Ich habe so lange versucht, mein Leben zu gewinnen, dass ich es fast verloren habe. Als ich nach Hause gehe, nehme ich mein Handy aus der Tasche. Ich schaue darauf, aber ich öffne keine E-Mails. Stattdessen schreibe ich eine Nachricht. An meinen Freund. Nur ein Satz. Hast du heute Zeit? Dann lege ich das Handy weg und lächle leicht. Ich weiß, mein Leben wird nicht sofort perfekt sein. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich werde nicht mehr nur rennen. Ich werde stehen bleiben. Ich werde sehen. Ich werde leben. Und zum ersten Mal fühlt sich dieser Weg richtig an.